Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Interview des Tages. Josef Moser, der Minister über seine Rücktrittsdrohungen, seinen Krankenhausaufenthalt und wie er jetzt unser Justizsystem auf Vordermann bringen will. Ja, jetzt bei mir zu Gast jemand, über den ich mich ganz besonders freue. Erstens, weil er einer meiner liebsten Interviewgäste ist, aber zweitens, weil er wieder gesund ist und vor allem, weil er nicht geht. Weil sein Rücktritt abgesagt ist, wenn ich es so richtig verstanden habe. Darüber werden wir gleich reden. Willkommen, Herr Reformminister Moser, heute bei Fellner Live. Danke fürs Kommen. Sie schauen blendend aus, als würden Sie vom Urlaub kommen und nicht aus dem Spital. Das ist immer gut, ja, wenn man sich anschauen kann. Was war denn da los, Herr Minister? Was ist denn da passiert? Ja, leider hatte ich eine schwere Infektion. Man kann auch Sepsis sagen, wo man nicht gleich dann das Antibiotikum gefunden hat. Da hatte ich so Fieberschiebe. Und nach einigen Tagen, Gott sei Dank, wurde das Antibiotikum gefunden und ich bin wiederhergestellt worden. Das ist wirklich passiert, weil Sie eine Impfung hatten und da eine Blutvergiftung kriegen? Es war eine Spritze und die Spritze, wie gesagt, hat dazu geführt, dass ich im ganzen Körper Bakterien gehabt habe. Und da habe ich fast 40 Grad Fieber gehabt und bin aber dann in der Folge von den Ärzten des AKH und auch den Schwestern des AKH wirklich also aufopfernd gepflegt worden. Es hat aber doch eine Woche gedauert, bis das Fieber herunter war und bis man so tatsächlich eben das richtige Antibiotikum gefunden hat. Man muss dazu sagen, es gibt nichts Besseres als das AKH, auch wenn man dort nicht hinkommen will. Ne? Es gibt sehr, sehr viele gute Krankenhäuser, aber das AKH ist, wie gesagt, dafür bekannt, dass es, wenn Komplikationen auftreten, also auch das Krankenhaus ist, dass die Komplikationen auch im Griff haben. Aber noch einmal, nur dass ich das verstehe. Sie sind geimpft worden mit einer Spritze und die Spritze war verunreinigt oder das, was die Impfung war nicht okay? Also, wie kriegt man von sowas eine Blutvergiftung? Das dürfte eigentlich heutzutage nicht passieren. Ja, es war eine Nadel und durch die Nadel ist eine schwere Infektion ausgelöst worden und die leider so war, dass ich eben am Tag noch voll gearbeitet habe bis 7:30. Ja. Um 8 Uhr war ich dann im Restaurant. Ja. Im Restaurant habe ich mir das Essen noch bestellt. Ja. Dann hat mir die Schulter angefangen zum Zittern. Ja. Dann bin ich auf die Toilette gegangen, weil ich gedacht habe, das schaut blöd aus, wenn man am Tisch sitzt. Und dann zuckt die linke Schulter. Und auf einmal habe ich am ganzen Körper Schüttelfrost erhalten, aber also den Körper nicht mehr im Griff gehabt, keine Muskulatur, nichts mehr. Ja, und da bin ich ins AKH und im AKH das haben Sie mit dem Taxi noch ins AKH gefahren? Nein, mit dem Dienstauto bin ich ins Dienstauto bin ich, der hat also gewartet vor der Tür. Nix. Nein, mit dem Dienstauto, da habe ich mir gedacht, wie ich also da eingebogen bin am Gürtel, ich schaff's nicht mehr, dann habe ich geschaut, ob man den Puls messen kann. Das war aber nicht möglich, weil die Hand derartig gewackelt hat, dass also das nicht mehr möglich gewesen ist. Und da habe ich gedacht, nein, jetzt schaffe ich es nicht mehr, also das wird vorbei sein. Und dann aber waren die Ärzte da, die mich sofort mit Infusionen versorgt haben und das Fieber wieder runtergebracht haben. Dass Sie gedacht haben, es ist aus? Ja, ich bin gedacht, das ist aus, ja. Ja. Wobei man dazu sagen muss, uns zwei verbindet etwas. Ja. Nämlich kurz bevor das alles passiert ist, haben wir zwei telefoniert. Ja, da habe ich Sie noch erwischt am Handy. Ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt noch daran erinnern können. Denn da ist zu allem Überdruss auch noch das Gerücht explodiert, dass Sie zurücktreten. Also, weil Sie hatten ja da einen sehr wortgewaltigen Auftritt an diesem Tag. Möglicherweise schon ein bisschen durch die Blutvergiftung das Adrenalin ein bisschen bei Ihnen angespeist. Haben Sie ja dem Minister Löger vor einigen Zeugen gesagt, Sie werden zurücktreten. Nein, ich habe immer gesagt, dass es wichtig ist, dass man Reformen angeht, dass man Reformen durchführt. Und Sie wissen ja jetzt, wenn man sich anschaut, gerade die letzte Zeit, was sich da wieder getan hat, wir haben also jetzt die Rechtsbereinigung, wo also 2500 Gesetze zum Wegfall gebracht werden. Aber Sie sind ein ehrlicher Mensch, ich kenne Sie, auch ein sehr mutiger, ehrlicher Minister. Sie leugnen nicht, dass Sie dem Minister Moser in diesem Gespräch, wo ja mehrere dabei waren, gesagt haben, wenn da nicht sozusagen sich Dramatisches ändert bei der Budgetverteilung, werden Sie dem Herrn Kanzler Kurz, wenn er aus China zurückkommt, den Rücktritt. Also das war nicht der Fall, aber... Die haben das geträumt, die dort dabei gesessen sind. Es ist darum, es geht immer in die Richtung, dass ich sage, wenn man etwas wahrnimmt, dass man so tatsächlich das ernst behandelt. Und es ist wichtig, dass das Justizressort jenes Budget hat,
mit dem es arbeiten kann. Und das ist jetzt der Fall. Auf das kommen wir gleich. Genau, deshalb freut es mich, dass wir jetzt also mit diesem Budget die Aber Zukunft... Sie müssen doch fairerweise zugeben, dass Sie dem Minister Löger gesagt haben, Sie werden zurücktreten, wenn sich da nichts ändert. Also das leugnen Sie nicht, also oder? Der Minister Löger war gar nicht anwesend. Der war gar nicht anwesend bei der Sitzung. Also wer immer halt dort anwesend war, es ist, wie gesagt, das sind Themen, die in die Vergangenheit eben führen. Wir schauen gemeinsam in die Zukunft, also was wir in der alles tun können. Vergangenheit sind vielleicht ein paar Sachen gesagt worden, die Sie so heute nicht mehr stehen lassen wollen. Nein, es ist Deshalb immer, haben wir Sie ja auch in der Sendung. Nein, ich sage immer das Gleiche. Das heißt, ich sage, ich mache mit Leidenschaft Reformen. Österreich braucht Reformen, damit wir moderner und gleichzeitig auch zukunftsorientierter werden und gleichzeitig auch wettbewerbsfähig sind. Das haben Sie mir ja damals auch am Telefon. Damals haben Sie ja nicht bestritten, dass Sie den Rücktritt angedroht haben. Sie haben nur gesagt, Sie sind ein leidenschaftlicher Reformer. Sie brauchen die Möglichkeit dazu und Sie machen keine faulen Kompromisse. Also Rücktritt habe ich damals gesagt, keine faulen Kompromisse. Genau, Rücktritt habe ich nicht erwähnt. Ich habe gesagt, wichtig ist mir, dass man Reformen angeht und ich stehe für Reformen, deshalb übe ich das Amt aus und das sage ich nach wie vor. Also, keine faulen Kompromisse, dabei bleibt. Nein, absolut. So. Aber Sie haben jetzt das Geld bekommen, um ordentlich arbeiten zu können, indem Sie Rücklagen auflösen dürfen, oder wie verstehe ich das? Es ist so, dass also mit dem Budget die Grundbedürfnisse, was ich immer gesagt habe, abgedeckt sind. Und dass die Kosten, die aus der Rechtsprechung anfallen, oder die Mehrkosten, die aus der Rechtsprechung anfallen, dass die extra zu bedecken sind, das heißt aus den Rücklagen. Und darüber hinaus, dass eben Projekte wie beispielsweise Asten, wo man im Rahmen des Maßnahmenvollzugs für geistig abnorme Rechtsbrecher eine neue Anstalt bzw. Erweiterung der Anstalt benötigen, dass dafür auch das Geld zur Verfügung gestellt wird, sowie auch für die Digitalisierung. Also das sind die Punkte, die wichtig sind, damit die Justiz auch rechtsstaatlich und rechtssicher eben ihre Aufgabe erfüllen kann. Sie haben ja derzeit ein Riesenproblem, nämlich auf der einen Seite haben Sie ein Innenministerium, das deutlich mehr Geld bekommt, also mehr Polizei, mehr Sicherheit, mehr Polizeikräfte, die auch straffällig gewordene aufgreifen. Auf der anderen Seite hätten Sie nach diesem Budgetvoranschlag weniger Geld gekriegt. Das heißt, das passt ja nicht zusammen. Man kann ja nicht auf der einen Seite mehr Polizisten haben, die mehr verhaften, und auf der anderen Seite geht es bei der Justiz runter. Und da muss man schon dazu sagen, alle Richter in diesem Land, aber auch fast alle Anwälte, wir haben gestern die Astrid Wagner da gehabt, sagen, sie warnen davor, die Justiz jetzt kaputt zu sparen, weil das wäre der komplett falsche Schritt. Also ich bin ein Garant, dass das nicht der Fall ist, und gerade weil Sie die Justizwache angesprochen haben, es wäre jetzt erst geplant gewesen, 75 Planstellen zurückzuführen im Bereich der Justizwache, die bleiben. Darüber hinaus die haben Sie zurückgekämpft. Genau. Darüber hinaus gibt es noch weitere 100 Ausbildungsplanstellen, die wichtig sind, dass die Justizwache dementsprechend auch in Zukunft, eben wenn die ältere Generation in Ruhestand tritt, eben auch nahtlos nachstoßen kann, die jungen Justizwahlbeamten. Das ist auch jetzt da. Und das, was Sie angesprochen haben, was die Polizei betrifft, das ist eine Maßnahme, die ja eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt und wo nachlaufend, wenn also tatsächlich die Polizei aufgestockt ist, dann auch Aufgaben zusätzlich auf die Justiz zukommen, und da wird man auch nachbessern müssen, beziehungsweise wird man auch dann das erforderliche Personal eben benötigen. Das ist aber eine Diskussion, die man dann beim Budget 2020 beziehungsweise 2021 führen wird müssen. Wir haben ja, bevor wir auf Ihre Erfolge als Reformminister zurückkommen, im zweiten Einstieg, zuerst noch die Probleme, die Sie als Justizminister haben. Und die sind ja nicht ohne. Denn das sind einerseits die Gefängnisse, die nachweislich überfüllt sind. Wir haben gerade diese Woche Warnungen gehört. Gefängnisse sind überfüllt. Es wird dort immer brutaler, es wird dort immer schwieriger, die Häftlinge im Griff zu halten, weil ja auch immer mehr ausländische Häftlinge drin sind. Es wird immer schwieriger, mit denen zu kommunizieren. Das heißt, Sie haben wirklich gefährlich überfüllte Gefängnisse. Da haben Sie gerade gesagt, da haben Sie die 75 Justizwachebeamten heldenhaft zurückgekämpft. Aber das allein wird zu wenig sein, glaube ich. Es ist richtig. Ja. Das heißt, wir sind gerade im Bereich der Justizwache bzw. überhaupt bei den Justizanstalten in der Situation, dass also die Insassenpopulation sich ändert. Das heißt, es kommen mehr auch geistig abnorme Rechtsbrecher in die Gefängnisse, es kommen mehr Suchtkranke, in dem Fall die Straftaten begangen haben. Mehr Ausländer. Natürlich, es kommen mehr Ausländer. Sie haben teilweise schon Schleppergefängnisse, teilweise, wo ein Schlepper neben dem anderen wir haben derzeit eben einen Ausländeranteil von 54%. Aller Häftlinge sind, wie gesagt,
Ausländer, sind 106 Nationen, die auch gleichzeitig in den Gefängnissen aufhältig sind. Das heißt, man muss etwas tun, das tun wir aber auch. Das heißt, wir haben erstens einmal hervorragende Justizwahlbeamte, aber nicht nur Justizwahlbeamte, sondern auch andere Bedienstete, von Psychologen über Sozialbetreuer angefangen, eben die in den Gefängnissen ihre Dienste eben verrichten. Und wir sind eben deshalb auch dabei, sehr wohl die Kapazitäten auszuweiten. Das betrifft unter anderem beispielsweise Justizanstalt Simmering oder Hirtenberg oder wo wir gleichzeitig in Gerasdorf für Jugendliche oder junge Erwachsene ein Gefängnis, wie gesagt, erweitern und gleichzeitig im Asten, wo also 100 Plätze zusätzlich geschaffen werden für geistig abnorme Rechtsbrecher. Da sind wir sehr aktiv. Darüber hinaus natürlich auch werden wir noch in dem Jahr ein Maßnahmenvollzugsgesetz fertigstellen. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, weil wir sehen ja gerade an dem Mörder vom Neusiedlersee, der ja freigegangen ist nach 2 Gutachten, wie gefährlich das sein kann, Absolut. wenn da zum Beispiel zu wenig Geld oder zu wenig Zeit für Gutachter Absolut. Das ist ja der Grund, dass ich beispielsweise das Unterbringungsgesetz gerade in dem Fall wiederum von einem wissenschaftlich analysieren lasse. Das heißt, was kann man tun, damit jemand Unterbringungsgesetz, der beispielsweise sich selbst oder andere gefährdet, dass da im Rahmen der Prävention das nicht stattfindet, dass auch die Versorgung in der Region, was psychiatrische Anstalten betrifft, ausreichend ist. Darüber hinaus, wie gesagt, werden Maßnahmen gesetzt wie Maßnahmenvollzugsgesetz, um eben da auch Maßnahmen zu treffen. Sehen Sie das auch als Justizskandal, was mit diesem Alfred U., diesem Mörder vom Neusiedlersee passiert ist, der dann nach 32 Jahren einfach rausgeschickt wurde? Sie wissen ja, dass in dem Fall, der ursprünglich mit 12 Jahren verurteilt worden ist, das war im Jahr 1996, dass er nicht 12 Jahre gesessen ist, sondern gesessen ist bis zum Jahr 2016. 32 Jahre. Genau, und in dem Fall ist auch immer wieder zu überprüfen, jedes Jahr, ob Voraussetzungen vorliegend sind, dass jemand bedingt entlassen wird. Und da waren Sachverständige da, die das beurteilt haben, Psychologen, Ärzte, die das beurteilt haben und die zur Ansicht gekommen sind, es wäre eine bedingte Entlassung, die auch verpflichtend ist, wenn die Voraussetzungen vorliegend sind, eben bedingte Entlassung angeraten, haben sehr strenge Auflagen gemacht, haben gleichzeitig auch Weisungen erteilt, die der Typ, in dem Fall, wenn man das so bezeichnet, auch erfüllt hat. Und das ist das Ergebnis und das wurde auch von den Gerichten ausgesprochen. Sie gesagt haben, wir brauchen bessere Sonderanstalten, nicht? Das ist ein Thema, das heißt in dem Zusammenhang, wo die Gerichte, also Vollzugsgericht hat entschieden, aufgrund der vorliegenden Expertise, die vorgelegen ist, dass eine bedingte Entlassung eben möglich ist. Aber das, was Sie angesprochen haben, mir ist wichtig und der Regierung ist wichtig, dass alles unternommen wird, dass die innere und äußere Sicherheit sichergestellt ist. Deshalb ergreife ich Maßnahmen, Unterbringungsgesetz, dass das evaluiert wird. Deshalb Maßnahmenvollzugsgesetz, dass Maßnahmen gesetzt werden. Und für mich ist es wichtig in Zukunft, dass insbesondere, auch wenn jemand bedingt entlassen wird, dass in dem Zusammenhang auch die Fußfessel mit angewandt wird, dass das doch sicher ist, wo hält der sich auf und dementsprechend auch ein weiteres Sicherheitskonzept erstellt wird. Weil dann hätte der gar nicht in der Nacht auf den Westbahnhof können. Dann hätte man genau die Fußfessel, weiß man genau, wo er ist. Und das ist ein Punkt, den ich umsetzen will. Das heißt, wenn jemand gerade in dem Bereich, der geistig abnorm ist, eben allenfalls in eine bedingte Entlassung kommt, oder dass dementsprechend er nur mit einer Fußfessel das da machen kann. Wenn aber, das ist so und so nur der Fall, wenn keine Gefährdung vorliegt. Und dann das zweite Problem, das Sie als Justizminister haben, ist natürlich nicht nur die Gefängnisse, sondern auch die Justiz als solche, die ja jammert, stöhnt und ächzt, dass sie eigentlich nicht mehr zurande kommt mit all den Dingen, die sie erledigen sollte. Ne? Also da sind wir auch im besten Einvernehmen mit allen. Das heißt also, die Justiz, so wie jeder andere auch, muss einen Beitrag leisten für einen konsolidierten Haushalt. Das wollen wir alle. Und da ist so, dass eben gerade was die Richterplanstellen betrifft, keine Richterplanstelle eingespart wird. Was die Staatsanwälte betrifft, keine Staatsanwaltschaftsplanstelle eingespart wird. Das heißt also, wenn man den Anfall anschaut und die Aufgabenstellung anschaut, kommen wir derzeit aus. Natürlich, wenn sich die Situation in dem Fall verschärft, wenn beispielsweise das Sicherheitspaket dann in Kraft tritt und dergleichen oder das Erwachsenenschutzgesetz im vollen Ausmaß wirkt, dann natürlich wird das auch auf das Personal Auswirkungen haben. Aber derzeit ist die Justiz sicher, derzeit hat sie das Personal, was sie benötigt, deshalb ist das Budget, das derzeit vorliegend ist, in Ordnung. Das heißt, vom frustrierten Minister Moser sind Sie wieder zum kämpferischen Minister Moser geworden und das alleine, weil Sie die Rücklagen auflösen konnten. Dadurch haben Sie das Geld bekommen, das Sie brauchen? Genau, oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben also jetzt dadurch, dass eben gerade im Bereich der Rechtsprechung, wo die Rechtsprechung beispielsweise sagt, ich brauche jetzt beispielsweise einen Rechtsbeistand oder Sachverständige oder medizinische Versorgung oder Opferhilfe, dass dort Leistungen zu tätigen sind, die steigen immer mehr und das ist natürlich abzudecken, indem
indem man in dem Fall eben Rücklagen, die man hat, das Ministerium hat, auch auflösen kann, um diesen Mehraufwand decken zu können. Wie viele Rücklagen lösen Sie da auf? Um wie viel Geld geht es da? Wir haben derzeit, das wird man sehen, es steht ja nicht fest, wie hoch der Mehraufwand sein wird, aber wir haben derzeit Rücklagen von ungefähr 123 Millionen Euro. Die in einem Jahr aufgelöst sind? Nein, sicherlich nicht in einem Jahr, aber die liegen vor und ein Teil davon. Wie viel brauchen Sie heuer, um das Budget zu erreichen, das wird man sehen. Sie wollen? Ungefähr 50 Millionen oder von was reden? Ungefähr. Also das wäre der Fehlbetrag, das ist der Part, wie wegen gesagt, dem Sie so wütend geworden sind. Das ist der Part, wie gesagt, den man voraussichtlich benötigen wird, wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre heranzieht. Und Sie sind der Meinung, Sie können jetzt wieder so arbeiten, wie Sie wollten, wie Sie sich das gewünscht haben? Das heißt, wir werden sparsam sein. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich also schaue, dass er den Euro zweimal umdrehe. Aber wir werden sparsam sein, aber sehr wohl sicherstellen, dass die Aufgaben, die Justiz eben hat, dass die bestmöglich auch abgewickelt werden können und gleichzeitig das erforderliche Personal auch dafür zur Verfügung steht. Der Reformminister kann wieder reformieren, heißt das? Der muss reformieren und der will reformieren, weil Österreich das braucht. Und was er reformiert, Herr Minister, das werden wir gleich beantworten. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir wieder mit dem absolut komplett genesenen Minister Moser und seinem Kampfgeist zurück. Und er sagt uns, was der Reformminister jetzt alles tun wird. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Interview des Tages. Josef Moser, der Minister über seine Rücktrittsdrohungen, seinen Krankenhausaufenthalt und wie er jetzt unser Justizsystem auf Vordermann bringen will. Ja, bei uns zu Gast Minister Moser, Reformminister Moser. Vor ein paar Wochen, 2 Wochen, war er noch im Krankenhaus. Ja. Und es hat Rücktrittsgerüchte gegeben. Heute ist er nicht nur braun gebrannt und voll tatkräftig wieder bei uns zu Gast, sondern will sich auch an das Wort Rücktritt nicht mehr erinnern. Das sei in dieser Form nicht gefallen, haben Sie gesagt, ne? Also das stimmt. Also ein Rücktritt kommt für mich nicht in Betracht jetzt, weil ja die Reformen mit vollem Ausmaß angehen. Und wir haben gerade in der Vergangenheit ja schon... Aber dass Sie es ein paar Tage überlegt haben, als Sie mit diesen Budgetzahlen konfrontiert waren, das bestreiten Sie nicht. Also ich bin immer kampfeslustig und schaue nach vorne. Und wieso, mir geht es um Reformen und Österreich braucht Reformen, also es darf um nicht mehr zurückgeschaut werden, es wird nach vorne geschaut. Tun wir immer. Und beim Blick nach vorne kommt das Wort Rücktritt nicht vor. Richtig, es geht um Reformen. Und es kommt auch deshalb nicht vor, weil Sie ja einen Riesenerfolg bereits erzielt haben. Das ist ja mit wirklich gewaltigem Tempo passiert. Nämlich, Sie haben gesagt, Sie wollen so in etwa ein Viertel der österreichischen Gesetze streichen. Und herausgekommen ist was genau? 50%. Das heißt, wir haben alle Gesetze, die vom 01.01.2000 kundgemacht worden sind, also in Kraft gesetzt worden sind, haben überprüft, ob sie noch angewendet werden sollen oder ob sie ein unnötiger Ballast sind. Und es hat sich herausgestellt, dass von 5.000 Rechtsvorschriften, das sind Gesetze und Verordnungen, 2.500 nicht mehr notwendig sind, weil sie auch den Anwendungsbereich verloren haben. Das heißt also, wir haben in dem Fall die Vorschriften halbiert. Und das ist hervorragend für die Unternehmen, also insbesondere hervorragend für jeden Österreicher und Österreicher, weil also jetzt nicht mehr bei 5.000 Gesetze und Verordnungen herumblättern muss, sondern nur mal die Hälfte. Ist unglaublich. Ist unglaublich, muss man sagen, dass das so schnell gegangen ist. Sie haben ja jeden Minister beauftragt. Sie haben gesagt, ich streiche mal alle Gesetze und ihr sagt, welche braucht ihr noch. Und die werden dann sozusagen weiter in Kraft gelassen. Also, das war Ihr Schmäh, wenn ich das so sagen. Da möchten wir also bedanken bei allen Ministerien, die in dem Fall hervorragend mitgearbeitet haben bei diesem Projekt. Gleichzeitig auch meinem Haus, der so wirklich also Außerordentliches erbracht haben, dass man also in diese 3 Monate diese Rechtsbereinigung zustande bringt und bei der Begutachtungsentwurf, das heißt, jetzt wird jeder eingeladen, auch seine Meinung dazu abzugeben, damit dann in circa 5 Wochen eben die Regierungsvorlage ans Parlament geht und noch im ersten Halbjahr die Rechtsbereinigung dann tatsächlich beschlossen wird vom Nationalrat. Dann diese 2.500 Gesetze gestrichen. Dann sind die Derzeit kann sich noch jeder melden und sagen, hallo, ich brauche das doch. Absolut, absolut. Ja? Genau Wobei so ist man ja draufgekommen, da sind viele Dinge, da gibt es die Grundlage einfach nicht mehr. Da haben wir noch Gesetze aus 1856, die sich noch an die Kronländer eben richten
oder auch Verordnungen, wo es darum geht, um Sicherheitsbindung im alpinen Skilauf und. Das heißt also Gesetze und Verordnungen. Zum Bosnienkrieg oder solche Dinge, wo das gar nicht mehr... Zur Sommerzeit und gleichzeitig auch, dass beispielsweise die Arbeitsruhe ausgesetzt worden ist während der Skiweltmeisterschaft und. Also Gesetze und Verordnungen, die in einer modernen Rechtsordnung nichts verloren haben. Und Sie haben doch ursprünglich, kann mich noch erinnern, an unser Interview gedacht, ein Viertel ungefähr wäre zu streichen. Ja. Dass das jetzt die Hälfte ist ein Erfolg für Sie? Oder wie reagieren Sie auf das? Es hat sich gezeigt, wie notwendig es ist. So wie jeder Einzelne auch, wie gesagt, immer wieder, jeder Österreicher, jede Österreicherin und jeder Unternehmer schaut immer wieder nach im Kasten, den er hat und sagt, was brauche ich noch und was brauche ich nicht. Das heißt, nimmt die Sachen, die er nicht benötigt, heraus, damit er für die anderen Sachen mehr Platz hat. Genauso die Unternehmer machen eine Inventur, damit sie sehen, was brauche ich noch, was brauche ich nicht. Der Staat hat das in der Vergangenheit nicht gemacht. Das Problem war, dass dann jeder Österreicherin und jeder Österreicher einfach suchen haben müssen, was gilt noch, was gilt nicht. Und das bei 5000 Rechtsvorschriften. Jetzt haben es nur mal die Hälfte. Das heißt, es wird einfacher, es wird rascher, es wird kostengünstiger für jeden, der Recht sucht. Und ich glaube, das ist was Positives. Also das ist der erste Erfolg des Reformministers. Es sind mehrere. Weil wir, diesmal mit Zustimmung aller. Aber es werden ja ein paar Reformen von Ihnen auch noch kommen, die gegen die Zustimmung von so manchen Landeshauptmann. Zum Beispiel die Landeshauptleute haben ja gesagt, sie ziehen ihnen die Unterhosen noch aus, nein, nie. Wenn sie bleiben und nicht zurücktreten. Wobei ich sagen muss, dass das Gespräch mit den Landeshauptleuten und mit der Frau Landeshauptfrau in Niederösterreich ein sehr, sehr gutes ist. Ja. Und ich muss auch sagen, dass alle in dem Fall einen klaren Föderalismus haben wollen, den wir derzeit nicht haben. Das heißt, jeder will Reformen und jetzt sind wir dabei. Aber das ist ja Ihre nächste ganz große Nummer, die Sie da jetzt abziehen müssen im Zirkus Moser, wenn ich das so sage. Ich treffe die Landeshauptleute jetzt im Mai. Ja. Und das heißt, und da wird sicherlich der nächste Schritt gesetzt werden, ein maßgeblicher Schritt, damit wir noch in diesem Jahr doch in vielen Bereichen in dem Fall mehr Klarheit haben und mehr Ergebnisverantwortung haben. Jetzt haben Sie immer gesagt, Sie werden den Föderalismus reformieren. Ja? Zu mehr Ergebnisverantwortung vor allem, dass nicht so viel Geld verloren geht, von den Spitälern bis zu den Schulen. Das ist ja eine Mammutaufgabe. Ja? Also jetzt kann man sagen, die Gesetze waren eigentlich auch eine Mammutaufgabe, aber im Nachhinein schaut es aus, als wäre das die Leichtigkeit des Seins vom Minister Moser gewesen. Aber das wird jetzt sehr schwierig, nicht? Und da müssen jetzt entweder Sie den Landeshauptleuten die Unterhose ausziehen oder die müssen Ihnen die Unterhose ausziehen. Ich glaube, es ist genau das wäre das Denken gewesen der Vergangenheit, wo jeder gesagt hat, wenn er in ein Gespräch hineingegangen ist, wer gewinnt, wer bekommt das und wer bekommt das. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, jetzt, wenn man weniger Geld hat und gleichzeitig auch mehr Herausforderungen hat, geht es darum, dass man gleichzeitig schaut, so, wo kann die Aufgabe in bestmöglicher Art und Weise für die Bürgerinnen und den Bürger erfüllt werden. Das heißt, wollen Sie ganz konkret reformieren? Ganz konkret. Das heißt, das Erste, was wir machen werden, ist auf jeden Fall, dass wir die Blockademöglichkeiten abschaffen. Da gibt es ein Gesetz aus dem Jahr 1920, wo beispielsweise der Bund zustimmen muss, wenn es darum geht, den Landesamtsdirektor zu bestellen, oder zustimmen muss, wenn es darum geht, die Geschäftsordnung der Landesregierungen, oder Länder müssen zustimmen, wenn ein Bezirksgerichtssprengel geändert wird und. Das kann man ja relativ schnell wegkriegen. Das ist aber weg, das ist aber natürlich auch aber Sie wollen ja auch verschiedene Verwaltungsebenen entfernen, zum Beispiel im Schulwesen. Genau, das wird schon viel schwieriger. Der nächste Schritt ist der, dass wir jetzt dann beabsichtigen, bei der Landeshauptleutekonferenz in dem Fall einzurichten, ein Gremium, bestehend aus 4 Mitgliedern vom Bund, 4 Mitglieder aus dem Land, und wo aber nicht diskutiert wird, welche Lösungsvorschläge gäbe es, sondern wo die Lösungsvorschläge, die am Tisch liegen, abgearbeitet werden, um noch sehr rasch dann zu einem klaren Föderalismus zu kommen. Da ist natürlich das, was Sie angesprochen haben, auch mit dabei. Brauchen wir noch Landesschulräte zum Beispiel. Ein Lieblingsthema von Ihnen, wie ich weiß. Also dass man sagt, insbesondere auch im Bildungsbereich, wie schaffen wir da mehr Ergebnisverantwortung? Wie schaut man gleichzeitig, dass in dem Bereich einer zuständig ist und derjenige, der in dem Fall beispielsweise die Qualität vorgibt, dass die Qualität auch in der Schule stattfindet und dass man gleichzeitig auch schaut, dass die Schulautonomie noch mehr gestärkt wird, damit also der Rektor, der Lehrer mehr mit dem Schülerinnen und der Schüler machen kann. In die Richtung geht es und das werden wir auch tun. Ähnliches muss auch im Gesundheitssystem passieren, nehme ich an? Und im Pflegesystem auch. Und im Pflegesystem auch. Ja. Das heißt, es sind Herkulesaufgaben. Es sind Herausforderungen, die da sind, aber die Regierung geht das an. Sie sehen ja bei der Mindestsicherung, also bei der einheitlichen Mindestsicherung, wo das Ziel auch da ist, eine einheitliche Mindestsicherung zu schaffen, was sehr positiv ist. Der Weg wird diskutiert. Oder bei der Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger,
Dafür ist die Regierung gewählt worden, wo man von 21 auf 5 reduziert. Da brauchen Sie ja wirklich alle Kraft, die Sie jetzt wieder haben. Sie sind wieder komplett gesund. Ja, ich bin gesund. Ausschauen tun Sie fantastisch, also es dürfte ja nichts fehlen. Aber trotzdem muss man sagen, Bitte. Das ist schon ein Mörderjob, den Sie da haben oder den auch die Frau Kneißl, die jetzt gerade im Spital liegt, hat. Übernimmt man sich da als Mensch teilweise? Also man muss, wie gesagt, die Leidenschaft, die da ist, doch ein bisschen zähmen und auf sich selbst sozusagen auch mehr hineinhören. Ja. Das Problem ist immer, wenn es dem Körper gut geht, dann vernachlässigt man ihn. Und das ist ein Punkt, dass ich mir vorgenommen habe, sehr wohl jetzt wiederum Sport zu betreiben. Ich war in der Vergangenheit Leistungssportler und habe jetzt den Sport eigentlich eben außen vor gelassen. Das darf ich nicht mehr. Ich muss sportlich etwas tun. Und habe mir auch vorgenommen am Wochenenden, dass ich auch meiner Familie mehr Zeit widme. Das heißt, eine gute Balance finde zwischen der beruflichen Leidenschaft und auch meinem Privatleben. Das muss ich sicherlich tun. Weil Sie haben ja in dem Interview erstmals gesagt, es war ganz knapp. Es war knapp, ja. Wäre der Weg ins Spital 10, 15 Minuten länger gewesen? Es war knapp. Weil, wie gesagt, also, hätte das ans Herz gehen können? Die Leber war schon sehr stark angegriffen. Ja. Und wenn die Leber angegriffen ist, kommt allenfalls als nächstes die Niere. Und aber da kann ein Multiorganversagen. Sie nicht mehr gespürt, offenbar. Ne? Nein, es war also sehr, also für mich persönlich also sehr dramatisch, aber ich kann auch noch sagen, Gott sei Dank haben wir in Österreich hervorragende Ärztinnen und Ärzte, die also wirklich das gemacht haben. Aber man muss sich das vorstellen, Sie sind da am Rücksitz praktisch zusammengebrochen und Ihr Fahrer hat Sie in die Notaufnahme gefahren, oder wie war das? Der hat einen sehr zitternden neben sich gehabt, der teilweise nicht einmal mehr sprechen konnte, weil es Unterkiefer dauernd auf und ab gegangen ist. Ja. Also es war sehr dramatisch. Also Sie haben so eine Art brutalen Schüttelfrost gehabt oder so? Absolut, ja. Also absolut, den ganzen und Körper. Das hat das Herz bereits angegriffen? Oder es war eher der Zustand dass ich eben den Eindruck gehabt habe, also das überlebe ich sicherlich nicht mehr. Und wie man sieht, habe ich einen Schutzengel und wie gesagt auch wahrscheinlich die... Also Sie waren eine Nacht auf der Intensivstation, nicht? Ich war in einem Notfall, war ich glaube ich 4 Tage und dann bin ich eben verlegt worden, bis ich dann tatsächlich eben das Fieber unten war. Ja, und jetzt ist alles bestens. Jetzt ist alles bestens. Und es macht wieder viel Spaß, wie man an Ihrer Explosion in Fellner live sieht, ja, macht es enorm viel Spaß. Es macht wieder Spaß, ja. Gut. Ja. Herr Minister, danke, dass Sie zu uns gekommen sind, so kurz nach der Wiederherstellung. Herzlichen Dank. Alles Gute für die nächsten Reformen, die da anstehen und auf dass es Ihnen weiter so viel Spaß machen möchte wie derzeit. Herzlichen Dank, ja? Ich kann das brauchen. Ne? Danke Ihnen für die Unterstützung auch. Danke vielmals, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit Fellner live.